zusammen, hi everyone. So, jetzt der zweite Versuch, also wer mein Video davor nicht gesehen hat. Ich mache dünne Linien mit dem Silikon 100er und will es dann laufen lassen. Ich habe es letztes Mal etwas, glaube zu dick angerührt, weil ich gedacht habe, dieser Vinylkleber, dieser neue wäre, also neue Packung, sagen wir es mal so, wäre zu dünn. Jetzt habe ich aber etwas dünner gemacht. Ich habe ehrlicherweise zu sagen auch hier vor 4 Tropfen reingemacht, Silikon von dem 100er. Habe jetzt noch ein paar Tropfen nachgemischt, damit vielleicht der Effekt auch stärker rauskommt oder besser rauskommt. Okay. Und ich denke einfach mal, mit ein bisschen mehr Swipen kann man ein bisschen mehr Effekte rausziehen. Aber ich teste das jetzt einfach mal. Okay, ich mache jetzt natürlich erstmal alles weiß. Als Negativ-Space, so wie vorher auch. Möchte noch ein bisschen übrig lassen, aber machen wir das jetzt einfacher. Ich lasse es laufen, weil jetzt habe ich es auch ein bisschen dünner. Dann geht es einfacher und schneller. So, jetzt haben wir also einen weißen Background. Okay. Kurz mal die Handschuhe abwischen. Was mir beim vorigen Bild aufgefallen ist, euch vielleicht mehr wie mir, ich habe es erst danach gesehen, das ganze Braun ist verschwunden. Also ich habe hier dieses Havanna Braun, dieses Carminrot, also Karminrot und Violett. Und da ist mir aufgefallen, das ganze Braun ist verschwunden. Ich glaube, ich mache da ein bisschen mehr rein dieses Mal. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt rauskommt. So, nehmen wir noch einen Becher. Ne, ich fange mal nicht mit Braun an. Ich mische das jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich mache mal einen Ticken Weiß noch rein. So. Und rühre. Wahrscheinlich eh zu viel. Aber rühre das jetzt einmal im Kreuzgang um. Jetzt habe ich ja mehr Braun. So. Mache hier wieder einen Knick rein, damit ich dünne Linien bekomme. Weil wie gesagt, ich will gar nicht so viel. Jetzt habe ich aber hier nur Braun. Macht nichts. Ich komme im zweiten Gang nochmal drüber. Seht ihr, jetzt habe ich hier. Ist genial. So, und dann gehen wir jetzt einfach hier nochmal drüber. Wobei ja auch rot kommt, also ist nicht ganz so tragisch. Aber da haben wir hier ein bisschen helleren Fleck. So, sieht jetzt erstmal nach nichts aus, aber gut. Ich werde jetzt nochmal kurz drüber swipen, ganz leicht. Wie gesagt, ich lasse auch diese weißen Punkte, was ich innen rein gemacht habe, einfach mal weg. Und zwar nur ganz leicht. Ich denke mal, mit diesem Swipen bekommt man die Zellen besser nach außen auch. Ja, man sieht schon hier. Okay, jetzt lassen wir es wieder etwas laufen, damit es auch nicht so symmetrisch wird. So laufen lassen, jeder wie es ihm gefällt. Ja, man sieht auch durch das, dass ich ein bisschen mehr Silikon reingemacht habe, kommt da auch schon ein bisschen mehr. So.
dass ihr es auch sehen könnt. Also ruhig auch über den Rand laufen lassen. Und jetzt seht ihr, die laufen, je breiter sie sind, oder je schneller laufen sie, also die laufen unterschiedlich. Das ist ja auch das Gute. Und das Breite hier lasse ich jetzt über den Rand rauslaufen, weil das ist mir zu breit. Jawohl. Jetzt seht ihr, je nachdem in welchem Winkel ihr das neigt, die Richtung nimmt es dann auch ein bisschen an zum Laufen. Ja, also ich denke mal mit dem Swipen eindeutig besser. So. So kann man es eigentlich fast schon lassen. Ja, ihr müsst halt wirklich aufpassen, mit welcher Farbe ihr anfangt zu mischen oder welche ihr zum Schluss nehmt. Die kommt dann auch besser raus. Das habt ihr beim vorigen Bild gesehen. Beziehungsweise bei diesem Bild. Was es für Unterschiede gibt. Je nachdem welche Farbe man als erstes mischt. So. Ich drehe jetzt einfach mal so um. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, das würde ich gerne noch ein bisschen runter. Ein bisschen verteilen. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Silikon schadet nie. So. Noch ein bisschen zurück. Und zwar diese Richtung hier. Dann denke ich mal, ist gut so. So. Das ist okay. Ich hatte es so unglaublich. Egal. Gut. Jetzt. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ich bin vorher erst mit dem Heißluftföhn drüber. Und jetzt gehe ich danach mit dem Heißluftföhn drüber. Kann sein, dass ich danach auch noch mal kurz laufen lasse. So. Jetzt blubbert es auf. Ihr könnt ja zwei Varianten machen. Ne? Das, was ich vorher gemacht habe, also erst mit dem Heißluftföhn, weil wenn sich dann so schöne Zellen bilden und die dann auseinanderlaufen, nachdem ihr es praktisch dann mit dem Heißluftföhn gemacht habt und dann laufen lasst, dann kommt das auch richtig cool, weil dann zieht es sich alles auseinander. Oder ihr könnt es natürlich auch so wie ich jetzt machen, erst laufen lassen und dann mit dem Heißluftföhn. Wem es jetzt nicht gefällt, wo ich jetzt einfach sage, okay, wenn wir einen Ticken laufen lassen, dann zieht sich das nochmal ein bisschen auseinander. Wobei ich es aber schon eigentlich gut so finde. Will gar nicht mehr so viel. Weil nicht zu viel Zellen. Okay, diesmal haben wir jetzt mehr Braun drin, weil ich extra auf das Braun geachtet habe. Wie gesagt, da müsst ihr einfach aufpassen beim Anmischen, mit welcher Farbe ihr startet, welche ihr aufhört. Und mit dieser, wo ihr aufhört, meistens kommt die natürlich als erstes raus wieder. Okay, aber das ist auch immer unterschiedlich. Aber ich finde es richtig cool geworden. Wir haben ein paar Netzzellen und ein paar gewurstelt, sage ich jetzt einfach mal. Passt. Gut. Ich würde es kurz 10 Minuten einwirken lassen und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Alles klar, dann bis gleich. So, ich bin zurück und jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Richtig cool geworden hier, finde ich. Ja, das Braun und Violett ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Hier diese Vernetzung. Okay, cool. Und hier hat es lauter kleine.
Und hier am Rand auch wieder diese schöne Vernetzung dann. Und dann haben wir hier außen noch ein paar große Zellen. Richtig cool. Okay, das ist auch cool. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es was gebracht. Jetzt habt ihr auch mal den Unterschied zum vorigen und diesem jetzigen Technik gesehen. Natürlich ein bisschen mehr Silikon, will ich auch nicht verschweigen. Und ja, das passt eigentlich soweit. Da kann man viel mehr noch draus machen. Darum sage ich immer wieder, also wer noch nicht abonniert hat, abonniert den Kanal. Ist kein Muss, aber ein Kann. Aber dann verpasst halt keine Vergleiche oder wie gesagt, ich zeige auch immer im nächsten Video nochmal die getrockneten Bilder. Und wenn ihr es abonniert und auch die Glocke drückt, dann bekommt ihr jedes Update von mir und ihr verpasst dann auch nichts mehr. Ja, alles klar. Würde mich freuen über ein Like. Ansonsten wünsche ich euch was. Das war's von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.